She must have stopped here for a bit. Sprachzeichen. Can you let me have some fun this time? Our last few operations turned out to be pretty dull. She makes it seem easy. Is she really looking at the Curio Collection Index? Mit wem redet sie? Judging by how calm she is, she must have been in this room for a while. Maybe she was waiting for someone. I'm not sure what happened after that. Oh, war das nicht mit Let's Kafka? search somewhere else. Ich weiß gar nicht, ob ich es fotografieren muss. Ich meine, das ist gleich drauf. Graffiti's location is quite interesting. It feels like she's playing a game with us. One dot leads to another. Das macht wirklich Spaß. I heard from a friend that the hackers on Punk Lord have a tradition. When they hack, they purposely leave something behind for people to discover. Kind of like throwing down the gauntlet. They call this the Punk Lord mentality. There can only be competition when there's rivalry. And there can only be excitement when there is competition. Life's a game and having fun is what's most important. I don't understand that way of thinking. But it seems like this graffiti might have been left behind for us on purpose as a clue. The same thing happened last time as well. I was so close to the target but got obliterated in the final battle of information. So nah dran warst du auch wieder nicht? Das war nicht deine Schuld. Wir sollen uns darauf konzentrieren, was jetzt vor uns liegt. You're right. It doesn't help to dwell on past failures. Thank you. Ah, she seems to be leaving. Let's keep up. Hast du doch hier jetzt nichts gemacht? They seem to be heading toward the monitoring room. Your fake ID info is ready. Ah, so that's what happened. She sneaked in first, then helped her partner in through the main door. It's a classic hacking operation. Let's see. The registered name is Leonard Collywell. Du bist ein Spion? How is this possible? She used my identity. I never noticed that there was an issue with this record. I subconsciously glanced right past it when I saw my own name. She's so cunning. Du solltest zurückdrehen. Denk doch zuerst mal über dich selbst nach. It's an honest mistake. The reaction of any ordinary person is to check for unfamiliar names, right? I mean, who would think to check their own name? Genau deswegen hat sie dich genommen. War geil, Mann. Kannst du die Sachen einfach mitnehmen? Kurzversion. Wenn Minkde. Früher Mitarbeiter der Sicherheitsabteilung. Früher? Hallo? Ich kann mit ihm gar nicht reden. Leider eine ziemliche Arschkarte, Alter. Oh, das war ja sogar die Schwäche, stimmt. Ready to lose yourself? You can fight it or rock with it. Keep up. Can I have fun this time? Time for a buzz. That'll This take more combat than needs minutes. Und weg mit dir. This is double speed. Nap time. Hide. Sehr schön, haben wir den kleinen Schweini gekillt. Nice. Da kriegt man Stellar Shade sogar dafür, das ist mir nie aufgefallen. Könnte das mal Sparschweine, für das besiegen hältst du. Nur einmal besiegen, okay. Das ist mir nie aufgefallen. Oder ist Header? Hey Header BSC, was los? Another graffiti. They're all different too. She really put some thought into this. Jetzt bräuchtest du etwas Beschäftigung. Wie wär's, wenn du bei einem kleinen Experiment zur Hand gehst? Achso, ihr Universum. Dings da, Simulation. Jetzt passiert doch irgendwas, oder? Huh?
Is this section of the record damaged? She went through the wall and disappeared. Hat sie etwa die Aufnahme manipuliert? Kann sein, dass der Bildschirm kaputt ist? That's highly unlikely. I bought this detector just last week. The refund guarantee hasn't even expired yet. Ich dachte, er hat selber programmiert. Hast du nicht gesagt, dass du ihn selbst gebaut hast? Let's talk about that later. Hold on, I got it. It might be an effect from a curio. There was a pre-established folded space here, and the intruders found it and took advantage of it. Ach stimmt, war da nicht das Stellaron drin? No wonder she kept going through the curio collection index. This space is connected to the Stellaron room. Do you still remember it? That's where they put the Stellaron inside you. Kafka. Huh? What are you muttering about? Why would they leave you here if their objective was the Stellaron? With her capabilities, all she would have needed to do was make another beacon. She would have been able to escape with the Stellaron, no problem. Was ist jetzt los? Gehen wir in diesen Raum? Huh? There's no graffiti here. Oh, we're doomed! The trail has gone cold. Ugh, so strange. Did she really leave just like that? She came all this way and didn't take anything with her, nor leave anything behind. Oh, they did leave you behind. Sorry, that sounded better in my head. It must have been a terrible feeling waking up in a place that was completely unfamiliar to you. Mich würde immer noch interessieren, wo er eigentlich herkommt. Das war nicht so schlimm. I can't help but feel there's more that they're after. I really hope I can find something that's useful to you. Otherwise, I'll feel bad for having you do so much work for nothing. The more I talk about it, the worse I feel. I should probably find something that I can do. There's a rating pistol here. I wonder what my rating would be. Whoa, look here! There's a strange access log in the rating pistol's compartment. It looks like the log time occurred during the Legion's invasion. The researchers would have already been evacuated by then. Could it have been her? In which case, she didn't leave immediately. She implanted the Stellaron inside you, and then fiddled around with the rating pistol for a while. Could it be that... I just realized something. We need to go to the curio collection room on the other side. Okay. Oh ja, hier sind die Dinger. Untersuchen. Invasion der Legion und vollständig besiedelt. Ich kann den Raum. Okay. Sind hier mehr Dinge? Ist irgendwie alles dasselbe. Was ist im anderen Raum? Bloß das Teil da. Da steht ja schon wieder härter. Ah, da ist es eingesetzt worden. Stehen meine Marionetten anzustand. Der Anblick deiner Nasenlöcher ist nicht sonderlich erfreut. Wo die Geschichte einst begonnen hat, fühlt sich wie in Trance und deine Gedanken drehen sich. Sich an die Gesichter und Namen aller, deren Wege sich mit einem gekreuzt haben, auch derer, die nach und nach verschwanden, als ihr gemeinsam unterwegs wart. Entscheidungen, die du getroffen hast, aber du weißt immer noch nicht, ob du sie einmal bereuen wirst. Wo alles begann. Das heißt, dich auf neue Reise begeben, du bist zuversichtlich, dass du in nicht allzu ferner Zukunft Antworten auf all deine Fragen finden wirst. Okay. Oh! Höhle der Korrosion, Pfad des eisigen Windes. Just as I thought. She was here. Oh, sind hier die restlichen Sachen? Ah, ja, ja, ja. Da hinten ist das Ding. Das Kartenspiel ist, soweit ich weiß, glaube ich, aus Ding.
aus Honkai Impact, glaube ich, war es. Habe ich irgendwas gelesen? Das weiß ich nicht. Aber hier ist was ihr kennen müsst. Ein paar schwarz gefiederte Flügel schweben in der Luft auf etwa Höhe eines erwachsenen Menschen, als würden sie fliegen. Du stellst dir die Gestalt eines Abenteurers vor, der mit den Flügeln schlägt und sich im Wind erhebt. Der Wind, diese warm und einladende Wind bläst dir ins Gesicht, spielt mit deinen Haarspitzen und erfüllt deinen Körper. Der Wind lässt sich über Bergketten oder weite Ozeane fliegen. Im Hintergrund dreht sich die Windmühle und du hörst Hirtenlieder. Vor dir fallen Sternschnuppen herab auf der Schnee und der Schnee glitzert. Du öffnest deine Augen und erwachst aus deiner Fantasie. Die schwarz gefiederten Flügel schweben weiter. Eine Geschichte erzählen, als würde sie eine ganze Welt zum Klima bringen. Und das da ist das Schwert aus Honkai Impact von der Himeko-Version. Purpurne Fragmente schweben in der Luft. Angezogen von einer unsichtbaren Kraft formen sie eine zerbrochene Klinge. Die rostige Oberfläche sieht aus wie ein unfruchtbares und flammenversenktes Feld, das von seiner Vergangenheit berichtet. Plötzlich wirbelt ein heißer Wind die Luft auf. Er berührt deinen Wangen und hält neben dein Ohr inne. Hä? Freudenfilter-Set? Freudenfilter-Set. Das tragbare gelbe Innere des Würfels kann verwendet werden, um freudige Emotionen zu identifizieren und zu sammeln. Jedes Leben sollte ein Freudefilter-Set besitzen. Man kann nie zu viel Freude haben. Okay. I just remembered that Madame Herta has a game cartridge named Punk Lord Mentality in her collection. Spielkassette? You remember it, right? It's actually on the list of missing curios. I wasn't able to put the two together before. If the hacker has a personal objective other than the Stellaron Hunter's mission, I got it. I got it now. The Stellaron Hunter's operation was just a cover for her. Was sie in Wirklichkeit hinter der Kuriosität her? That's right. She was so interested in the Curio Collection Index that she stayed in the space station even after her mission was complete. This was what she was truly after. She knew we would be looking for the Stellaron Hunters and used it as her cover. Very smart. To be expected of someone from Punk Lord. Hold on, though. Something doesn't add up. The curios are Madame Herta's most prized possessions. All the visit requests are sent to her office from the computer in the main control room. Some researchers tried to gain access to the curios for research purposes once, but they didn't get proper authorization. She caught them all red-handed. Ist es möglich, dass der Hauptcontroller mal auch gehackt wurde? You got me there. But with the skills of this hacker, I do think it's possible. We should go and check the main control room. Aber cool, dass ich jetzt das auch mal sehe. Ich habe nämlich nicht gewusst, wo der ist. Wo das Stotthart-Lötungsstab. Was zur Hölle ist das für ein Name, Mann? Ist der Prototyp, ein wiederhole Prototyp. Massenproduktion alltäglich geworden. Klar, cool. Wenn übrigens jemand mit der Himeko hier, wer die Himeko hat und hierher geht, sagt sie, glaube ich, was anderes da, wenn ich das richtig gelesen habe. Oder sind ja noch Spackos unterwegs? Was soll denn das werden? Ich dachte, die haben die Pfeifen mittlerweile alle gekillt. Time for a buzz. Time for a shot. Nap time. I'm not afraid of you. Annihilate. Aber hey, wenn die irgendwas Cooles haben, kann ich es wenigstens kassieren. Instinkt des Diebes, festes Wasser. Ne, okay. Ist jetzt nichts Spezielles. Alter Leute, für das, dass ihr hier Wachen habt, da draußen war ein anderer Pfeifenkopf. Was hat er gesagt? Hier ist es nicht mehr sicher? Da stimmt, steht Lennart 2. Forschungsabteilung für Einblicke, Stufe 2. Emily. Leonard. Wait, don't move. I get chills just looking at the space station monitors now. Let me investigate first. Just perfect. Not only did she shut off all the access logs, she shut off all the terminal transmissions too. I thought it was the Legion that did this.
Ja, niemand hat das bemerkt die ganze Zeit. This wouldn't have been a high priority issue. The space station's to-do list is ridiculously long at this point. I am curious, though. She paused the terminal transmissions, but didn't touch the local data at all. I really don't get her. As a Stellaron hunter, she leaves the Stellaron behind. As a hacker, she doesn't delete the local log. There's an external port here. I'm gonna plug in and take a look. Dass sie dich jetzt wieder kriegt, ne, ist klar. Das könnte eine Falle sein. Relax, friend. I've done this a million times. Look at this agreement. Wie du befürchtet hast, leuchtet ein Lichtstrahl auf und die Gegner erscheinen. Ich find's ja geil, in Genshin Impact ist es immer zu schnell weg, in Honkai Impact ist es zu lang da. In Honkai Star Rail ist es zu lang da. This song's for you. Turn it up. Can I have fun this Ready to time? lose yourself? You can fight it or rock with it. You took the bait. Time for a buzz. That's it. Hide. See? I was right. There was something fishy about the local data she left behind. Ja, ja. Now we can browse through the Curio access logs. Huh? That can't be right. This Curio doesn't seem to have ever left the space station. Sie hat die Kuriosität auch nicht mitgenommen? From the way things look, yes. The records show that this Curio was last sent to Madame Herta's office, and then it disappeared? I'm seriously confused. What did she come here for? She wouldn't have put the graffiti up just to mess with us, would she? No, if I start thinking like that, I may as well give up now. I have to fully investigate every lead, or I'll really be out of a job. Graffiti freigeschaltet, Vektor Regentau. Der Dekoration und der Haptik näher bei solchen Großstädten. Wenn er Licht auf den Boden trifft, lässt sich auch unten lenken. Erothema. Fragezeichen. Ja, okay. Was soll ich damit? Die freigeschalteten Graffiti an. Story-Modus. Hä? Schließe einen Auf der Sternjagd die Begleitermission Mental Punklord Story-Modus ab, um Graffitis zu erhalten und Graffiti-Marker zu aktivieren. Wähle Graffiti-Marker aus, um eine Lichtkegel-Analyse durchzuführen und schließe die Analyse ab, um Lichtkegel, bevor das Tutorial beginnt, zu erhalten. Graffiti beginnen, um Graffitis zu sprühen. Was? Einen Aktionslichtkegel zu erhalten. Okay. Kannst du deinen Analysefortschritt einsehen? Ja, aber ich will... Zieh dir Spielhallen-Herausforderungen an. Jetzt kriegst du auf der Sternjagd die Spielhallen-Herausforderung ab, um immer lächelnd zu erhalten. Dies kannst du im Aktionsshop gegen Belohnung und materielle Bündelung eintauschen. Den Hinweis zu den versteckten Graffitis und interagiere mit ihnen, um jeweilige Belohnung zu erhalten. Folge den Hinweisen zu den Fotomotiven und interagiere mit ihnen, um jeweilige... Hä? Auf der Sternjagd die versiegelten Sektoren auf den angegebenen Schwierigkeit und zusätzliche Belohnung. Was? Wie? Hä? Alter, was ist das für ein fettes Zeug, was da alles gibt, ey? Graffiti beginnen? Durch das von Graffitis kannst du interessante Bilder sprühen. Okay. Wenn du im Bereich mehr als 8 Graffitis erstellst, werden wird das erste Graffiti überschrieben. Hä? Okay. Zur Mission. Mental Punklord, Begleitermission, Hooks Schatz. Das ist irgendwie voll durch, ey. Was geht denn ab, Mann? Versteckte Codes. Finde die versteckten Graffitis im blauen Gebiet. Wo ist denn das Gebiet? Basiszone.
Da. Habe ich den nicht hier schon gefunden? Da ist eins. You may not believe Graffiti scannen. Bitmap-Explosion in der Basiszone. Da ist eins einfach am Boden. Ich finde das kleine Graffiti cool. Hacker-Visitenkarte. Da. 999. 99 in der Basiszone. Mission abgeschlossen. Erfolge? Reiselog. Zugangskontrolle. Versiegelter Sektor. Nimm in der Hauptkontrollzone ein Bild von der beliebigen Mülltonne auf. Beliebige Sternenanker. Von einem Roboter für Essenzherstellung auf. Okay. Mülltonne, Sternenanker, Robo. Fotomotiv und Energie mit ihnen. Bei den Spielern sind es nur Beispiele für jedes. Okay. Foto aufnehmen. Warte mal, hier gibt's Mülleimer? Da ist auch einer. Foto aufnehmen. Nein, brauche ich nicht. Da steht einfach eine Kiste mittendrin. Was ist das da? Achso, das ist nicht mein Gegenstand. Ich weiß nicht, die Musik hat so einen leichten Persona 5 Style. Nee, nicht ganz, aber ein bisschen so einen leichten Persona 5 Style, würde ich schon sagen. So dieses Jazzmäßige, entspannte. Besitz der Kiste nicht wahrzunehmen, könnte es sein, dass niemand anders sie sehen kann? Ein niedriger Instinkt jagt durch deinen Körper. Du bist dabei, die Kiste zu öffnen, als plötzlich eine Warnung in deinen Ohren erklingelt. Sachen anderer Leuten herum. Siehst zögerlich die Hand zurück und siehst dabei zu, wie der Forscher die Schatztruhe aufhebt und geht. Oh. Alter, was für eine Schweinerei. Das ist mir auch noch in keinem Spiel passiert. Vor allem die Überlegung so komisch, dass die keiner sehen kann. Ey, was müsst du in meinen Dingern rum? If only I got paid more. Wo finde ich denn eine Mülltonne? I have 10 life insurance. Gibt's hier überhaupt policies Mülltonnen? on the go. Oh, bist du der Fuzzi, der wo die Kohle? Ist das im Angebot? Genau, 150 Hertha Points. Oder was weiß ich, wie das Zeug heißt. Credits. Herthaerium, ja. Oh, beim zweiten Gericht ist da Peppi. Hatte der vorher schon so eine Bob-Frisur? Ich muss nochmal nachschauen, wie hat denn jetzt da der Müll ausgeschaut?
Ah. Neben den Automaten. Ist der da oben gewesen? Ne, dann wird er da drüben irgendwo sein. Aber ist auch so wie Genshin halt aufgebaut. Ein bisschen Story und dann jede Menge Minigames. Was ist denn das? Halt! Ist das ein Mülleimer? Nee. Werbebot. Also hier ist auf jeden Fall so ein Ding, aber da sind nicht diese Mülleimer dabei. Da vielleicht? Nee, das ist nur ein Schild. Da unten. Wow. Oh, nochmal ins Reiselog. Versiegelter Sektor. Schließlich begleitet uns mit dem Punklord ab. Achso, das muss ich jetzt erst alles machen, ne? Warte mal, habe ich eigentlich irgendwelche Graffitis jetzt bekommen? Nein, nicht die Figur. Warte mal, Shop? Ah. Kleiner gedrehter Kaugummi. Spuren des Schicksals. Spuren des Schicksals kann ich erst einsetzen, wenn ich im Ding bin. Auf der nächsten höheren Stufe. That's not gonna happen. I'll say it again. I don't care what Runmei said to you, but there's no chance we're shutting down this simulated universe. Herta, I've made my decision. Question. What have we invested into this project? Hundreds of system hours, the resources of an entire planet, and the most advanced technology in the entire universe. And what have we gotten in return? Unknowns, confusion, and a series of errors. In the beginning, we defined the simulated universe as a miniature world that could be used to discover the traces of the eons. But now, it's become something far removed from its original purpose. The simulated universe is bound to make errors. You said that yourself, and that's exactly what we're experiencing. Why is that a problem all of a sudden? I adore the vast amount of knowledge, but I cannot accept that the simulated universe remains simply a pending contract waiting to be attended to. Herta, think about it. How many surprises has this project given you? And how many disappointments has it given you? The simulated universe never disappointed me. You are what disappoints me, Scroolum. Do you really think of yourself as someone so exceptionally amazing? Right now, you're more like someone from the Nitwit Society. Dummkopfgesellschaft, Alter. Herta, der ist echt schlecht. Herta, I don't mean to question you, nor do I want to deny the hard work you've put forth for the simulated universe. I just want to give more room for knowledge and inspiration to grow freely. That's enough. Leave if you don't want to be part of this. Go tell the other two yourself. Oh, and take your tech with you. I don't need it. I can go find Adrian Taylor, or the red-nosed old man from Epsilon, or even the Intelligentsia Guild. At least they won't quit halfway. Ugh. Scroolum, we've known each other for a long time. This is the first time I feel that you're nothing but a piece of ice-cold metal. Bist du nicht eine Puppe? Können wir jetzt hier weitermachen? My apologies, sir. Ja, diesen Gesichtsausdruck hätte ich nie von ihr erwartet. This all started with me. I was the one that brought up the request to end our academic collaboration. Don't get me wrong, I have nothing against Herta or the project.
The simulated universe is a great experiment, and Herta is a true genius. However, we have our differences when it comes down to our long-term vision for the future. These differences will often manifest into bias, and bias will get in the way of the formulation of knowledge. Deep down, I want to continue to believe in Herta. The question is whether one should end a collaboration that no longer holds true to its original intent. From an objective standpoint, I should end it immediately. Are you worried about her mental state? Den Gemütszustand der Forscher. Ein wenig. Judging by the result, I have failed to choose the most suitable time to raise this matter. The emotions of organic life are like tides. It is my fault for not noticing the trajectory of the moon. Let Herta be alone for a while, so she can calm her emotions. It'll be beneficial for our negotiations later as well. As for the simulated universe, if that's the reason you're here, maybe I can help in answering your questions. Erklären, was passiert ist. Search. Bonfire in the depths of the woods. A lone stone sword points to the stars. Punk Lord mentality. That is no ordinary curio, my friend. That is a love letter a Galaxy Ranger has written for the universe. Young sir, how much do you know about Punk Lord? Niemand kennt Punklord so gut wie ich. Ich habe davon gehört. Ich weiß nicht viel drüber. It is a planet made of data and symbols. The edges of reality and illusion are blurred in Punk Lord, as are its days and nights. An ether cartridge is a chip that Punklordian hackers use to edit reality. The ways through which a hacker perceives and modifies the world are recorded on the chip. It's a recording of the hacker's life and proof of their existence. The one on the space station belonged to someone truly legendary. He became a Galaxy Ranger by accident and spent many long years traveling among the stars. He encountered countless fascinating individuals and saw wonders witnessed by few. Many of the records and details recorded therein are beyond the knowledge of even the IPC and the Intelligentsia Guild. That is why it became part of the masses of calculation data for the simulated universe. Yes, no need to worry, my friend. The cartridge has never left the space station. It's, as I said, it is a very important reference for the simulated universe. That is why its data has been extracted and added to the calculations of the universe model. Herta was probably impulsive and added the cartridge into the simulation without telling anyone, resulting in the item being listed as lost. Oh. Es war jetzt ein falscher Alarm. I understand your concern. If the individual in question did indeed try to hack into Herta's office, then the simulated universe is undoubtedly her next target. As such, please allow me to offer my limited abilities to assist you with your investigation, sir. As you already know, the simulated universe will be shut down temporarily. It will remain shut until Herta and I come to a clear conclusion. Yes, this is the last chance to investigate the cartridge data. By way of apology for shutting down the simulated universe, I will use my abilities in the universe to provide you with what assistance I can. This is my recommendation. Please take your time to consider it. Ist nicht so, als ob ich eine Wahl hätte. Ich muss da rein. Well, sir, are you ready? Ich bin immer ready. Etwas fragen. Please, ask away. Fährst du die Universum wirklich runter? Wer sind die Galaxy Rangers? They are a group that carries a balance scale with them at all times. They believe all the justice in the universe needs to be achieved through individual deeds. Was ist der Liebesbrief an das Universum? That was the most suitable way of describing the Galaxy Rangers in my interpretation. They are directed by the path of the hunt and are always accompanied by song and the sound of horns. They pursue justice for the individuals and groups they encounter along the way and shower them with splendid wines and poems. However, all stories come to an end, just as they disappeared from the spotlight long ago.
Hacker von Punklord? There is a group of life forms there that know nothing of fatigue. They are attempting to touch upon the umbilical cord of the truth. They are compiling the languages, thoughts, and even emotions of the entire planet into symbols that even inorganic life forms can understand. You see, in the vast sea of data, life exists only in one form, a line of code. Whether it's a butterfly, a whale, or even you, the length of that line of code dictates the boundaries of what the entity entails. Achso, dann bin ich also ein Schmetterling? Ein Datensatz. Maybe the emotions of organic life forms are an expression of data, don't you think? Also, was ich wissen wollte. Gehen wir los. Very well. Get going we shall. I will be sending you into the simulated universe using an alternative method. It might feel a little different than usual. This will help us quickly locate the cartridge in the vast sea of data. We'll start with this data link. Now, please prepare yourself for a deep dive with your consciousness.